Hallo Leute, ich sitze mal wieder vorm Laptop, das heißt, es ist an der Zeit für das nächste Reaction-Video und heute schauen wir uns gemeinsam ein englischsprachiges Video an, nämlich die Abendroutine von Bella Thorne. Wenn man sich die Kommentare darunter anschaut, dann sind die doch eher negativ und ich möchte einfach schauen, ob diese Routine tatsächlich so schlimm ist. Deshalb lohnt sich da jetzt mal rein und äußere meine Meinung dazu. I struggled with acne for a very long time, cystic acne, and I was on Accutane for like 2 years. Nothing really worked for me on that level, and I went to every different dermatologist and this and that, and basically got everything done to my face that you can for acne, and you know, nothing worked. And then I came across this one woman, Jennifer, who is so amazing, and she changed my skin, and she's designing my skincare line. Leider habe ich gleich am Anfang hier etwas zu beanstanden, denn Bella sagt, dass sie mal unter Akne gelitten hat, dass sie etliche Dermatologen und Dermatologinnen aufgesucht hat und dass das Ganze auch medikamentös behandelt wurde, aber bei ihr nichts gebracht hat. Dadurch wird natürlich der Eindruck erweckt, dass die gezeigte Routine in irgendeiner Form bei Akne helfen kann bzw. hilft, und das halte ich persönlich für fragwürdig, denn Hautkrankheiten und Krankheiten allgemein gehören einfach immer in die Hände eines Fachmanns oder einer Fachfrau. Deshalb hätte ich das persönlich anders formuliert, damit einfach nicht der Eindruck entsteht, dass man Krankheiten selbst behandeln sollte. It's the only thing that was like actually a huge difference in an insane short amount of time, and all her stuff is all natural, which of course I love. I brush my teeth with coconut oil and things like that, so I stick to all natural products. So I think so many times we think that the chemicals will work because it says it works and blah blah blah. So, jetzt muss ich erstmal dazwischen funken, weil mich die Aussage von Bella gerade extrem auf die Palme bringt, denn sie ist der Meinung, dass rein natürliche Stoffe immer besser für die Haut sind als chemische Stoffe. Ich glaube, wir sind uns im Klaren, dass alles Chemie ist. Das Wasser, was sie verwendet, ist Chemie. Auch die Öle, die sie nutzt, sind Chemie. Man kann gegen die Chemie nichts tun, denn sie ist überall. Auch deine Mutter ist Chemie und wir sind Chemie. Und es stimmt auch einfach nicht, dass Stoffe, die direkt aus der Natur kommen, immer besser für die Haut sind oder immer besser für uns sind. Denn die Natur ist richtig gut darin, einige der giftigsten Stoffe ever zu produzieren. Und ich möchte euch auch an ätherische Öle erinnern. Die kommen auch so in der Natur vor, sind trotzdem nicht gut für die Haut, denn sie können die Haut reizen und können zu Allergien führen. Deshalb denkt immer dran, natürlich ist nicht immer besser für die Haut und für den Körper und alles ist Chemie. The lemon and sugar, olive oil mix. It's definitely scrubbing and pleating. It's kind of working these pores in this circular motion is going to help me activate the skin to become alive again, in a sense. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Klar kann jeder benutzen, was er möchte oder was sie möchte, aber da dieses Video öffentlich zugänglich ist und alle das sehen, fällt mir absolut gar nichts dazu ein. Sie benutzt ein Zuckerpeeling mit Zitronensaft und Olivenöl drinne, falls ich das richtig verstanden habe, und schrubbt das über ihre Haut drüber und erzählt irgendwas von wegen, das hilft gegen Hauttextur, das geht voll in die Poren rein und säubert die Poren. Erstens sind die Poren so klein, da kommt ein Zuckerkorn nicht rein, da ist das geschmolzen, da ist es weg, bevor überhaupt irgendwas passieren kann. Zweitens reizt das die Haut, und alle, die Hoffnung in diesem Video gesucht haben, eventuell was gegen ihre Akne tun zu können, ich würde euch das definitiv nicht empfehlen, mit einem mechanischen Peeling über Akne drüber zu gehen oder über überhaupt eine Hautkrankheit drüber zu gehen, denn dadurch können weitere Entzündungen entstehen, ihr verletzt die Haut und in die Verletzungen kommen weitere Bakterien rein. Es entstehen, wie gesagt, noch mehr Entzündungen, als schon da sind. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, zumal Zitronensaft extrem sauer ist und dadurch die Haut auch noch zusätzlich reizen kann. This is really sensitive skin right here. So many wrinkles and light pigmentation and stuff comes right there from sun and
depending on your skin type in general. Jetzt hat sie gerade selbst gesagt, dass die Haut im Augenbereich extrem dünn und empfindlich ist. Da muss ich ihr zustimmen. Aber sie handelt nicht dementsprechend, denn sie schrubbt extrem in ihrem Augenbereich rum. Und ich vermute auch, dass da ein paar Überbleibsel von den Zuckerkristallen sind, die jetzt auch noch zusätzlich über den Augenbereich drüber geschrubbt werden. Ich muss echt sagen, dass der erste Schritt in ihrer Abendroutine alles andere als hautfreundlich und auch alles andere als mild ist. I do that sometimes to get rid of some of these scars that are so bad on this side, because on camera, on screen, I do all my own makeup on everything I work on. Ihr Zitronenzuckerpeeling wird bei Pickelmalen bzw. Narben nicht sonderlich hilfreich sein, sondern kann sogar das Gegenteil bewirken. Ich würde tatsächlich immer empfehlen, frühs einen Sonnenschutz aufzutragen, weil die UV-Strahlung natürlich dazu beiträgt, dass Male und Narben nachdunkeln und dadurch natürlich stärker sichtbar werden. Vitamin C und Retinol sind da auch richtig hilfreich, aber das, was sie macht, würde ich definitiv nicht weiterempfehlen. Okay, so I put some a little thing of coconut oil in there. I'm gonna pour some honey. Coconut oil is antibacterial. Honey is anti-inflammatory. And cherries are also anti-inflammatory and antioxidants. Dass Kokosöl antibakteriell wirkt, ist ein Mythos, der sich wacker hält, denn das stimmt einfach nicht. Bei Honig ist es tatsächlich so, dass er antibakteriell und entzündungshemmend wirken kann, aber auch Honig kann natürlich durch bestimmte Mikroorganismen verunreinigt sein, die eben bei geschädigter Haut Probleme machen können und die auch immunschwachen Personen bzw. Babys Probleme bereiten können. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Was die Kirschen angeht, ist es tatsächlich so, dass sie Antioxidantien enthalten, aber es ist wie bei jedem Produkt, das irgendwo in der Natur wächst, natürlich immer von den Umweltbedingungen abhängig, wie hoch die Anteile jeweils sind. Da ist es natürlich bei entwickelter, hergestellter Kosmetik immer besser, denn man kann die genauen Einsatzkonzentrationen bestimmter Stoffe, sei es jetzt Tocopherol oder Retinylpalmitat oder was weiß ich, immer genau bestimmen, damit man wirklich auch die genauen Mengen in den Produkten drin hat, die auch eine bestimmte Wirkung erzielen können. Because you think a mask like this would feel kind of thick, but if you touch my face right now, you'll feel it's really thin. Dass sich ihre selbstgemachte Maske so leicht und wässrig anfühlt, wird wahrscheinlich daran liegen, dass sich eben die enthaltenen Komponenten nicht wirklich miteinander vermischt haben. Denn Öl und Wasser mögen sich bekanntlich nicht. Damit da irgendwas miteinander passiert, damit sie sich miteinander vereinigen können, braucht es nämlich einen Emulgator. I had so much acne and I did so many things to my face to try and get rid of it that now I don't really wash my face in the morning. I only wash it before bed. I'll wipe it down and clean it, but I don't do a full this every morning, just at night. Und da haben wir es wieder. Sie sagt schon wieder, dass ihr die Routine bei ihrer Akne geholfen hat. Ich persönlich würde ihre Routine niemandem empfehlen, vor allem nicht Leuten mit einer Hautkrankheit. Bitte orientiert euch nicht an solchen Videos, sondern sucht jemanden auf, der Ahnung hat, also einen Dermatologen oder eine Dermatologin, und lasst euch behandeln, wenn ihr eine Krankheit habt. Versucht nicht, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Das kann wirklich extrem in die Hose gehen. Und nur weil man vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Arzt oder einer Ärztin, heißt es nicht, dass der komplette Berufsstand unwissend ist und man ab jetzt alles selbst machen sollte. Und das war's mit dem heutigen Reaction-Video. Ich weiß, es gab nicht so viel Positives zu sagen, aber ich hoffe dennoch, dass euch das Video ein bisschen weitergeholfen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Hautpflegeroutine von Bella Thorne haltet. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!